Wenn wir uns mit dem Thema Selbstversorgung beschäftigen, gehört es auch dazu, dass wir uns Gedanken über die Lagermöglichkeiten unserer Ernte machen. Heute möchte ich euch in einem kleinen Beitrag zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Ernte einzulagern. Wurzelgemüse wie Karotten, rote Beete, Pastinaken oder auch Kartoffeln bleiben am längsten frisch, wenn wir sie in der Erde lagern. Eine ganz einfache Lagermöglichkeiten hierfür sind die Erdmieten, und um die ganz einfach herzustellen, können wir alte Waschmaschinentrommeln verwenden. Bei den Waschmaschinentrommeln gibt es zwei verschiedene Typen. Das ist zum einen eine Trommel aus einem Top-Loader. Das sind Waschmaschinen, die von oben mit Wäsche bestückt werden. Der Vorteil von solchen Trommeln ist, dass da der Deckel schon integriert ist. Die etwas verbreitete Waschmaschine, die man von vorne lädt, da fehlt der Deckel, und in dem Fall, den müssen wir uns dann selber machen. Im Grunde ist das Frühjahr bestens geeignet, sich noch eine Erdmiete anzulegen. Im Garten fällt noch nicht so viel Arbeit an wie im Herbst. Deswegen denke ich, es ist im Frühjahr jetzt gut, noch sowas einzurichten, weil im Herbst, wenn dann die ganze Ernte kommt und eingelagert und fermentiert und haltbar gemacht werden muss, dann haben wir oft keine Zeit für solche Tätigkeiten. Ich habe mir im Garten jetzt eine geeignete Stelle ausgesucht. Und jetzt muss ich erstmal arbeiten, weil jetzt heißt es Loch graben. Es ist jetzt ungefähr eine Stunde später und ich habe das Loch ein bisschen tiefer gemacht, weil ich vor ein paar Wochen schon mal das Video drehen wollte. Und da habe ich im Regen angefangen zu graben und habe es nicht fertig bekommen und habe dann im Nachgang gesehen, dass unten ungefähr 10 cm Wasser stand. Das heißt, ich bin jetzt tiefer gegangen, damit ich unten Steine, also eine Rollierung einbringen kann, damit das Wasser beim Regen ablaufen kann. Es kann dann durchlaufen und hat einen Raum unter den Tonnen, unter den Waschmaschinentrommeln, wo es ablaufen kann. Weil, das ist ganz wichtig, wir wollen zwar die Feuchtigkeit der Erde, ja, also der Effekt ist ja, dass das Wurzelgemüse haltbar bleibt durch erstens die Feuchtigkeit der Erde, auch durch die Dunkelheit und durch die Kühle, die wir durch den Boden bekommen, aber wir wollen keine Staunässe. Bevor ich die Trommeln eingrabe, werde ich noch die Deckel anfertigen, weil jetzt geht das alles noch einfacher, weil ich die Trommeln noch entnehmen kann und mit in die Werkstatt zum Anpassen der Deckel mitnehmen kann.
Um die Tonnen fülle ich Sand. Das hat den Grund, damit Regenwürmer nicht in die Trommel eindringen, weil Regenwürmer gehen nicht so gern durch Sand. Der ist dann ein bisschen zu trocken und dann gehen die da nicht durch und das ist dann eine natürliche Barriere, wo der Regenwurm nicht durchgeht. Zur Isolation kann jetzt auf die Deckel noch Heu gelegt werden oder Laub und obendrauf ein Brett, damit nicht so viel Feuchtigkeit eintritt. Und dann sind die 2 Erdmieten einsatzbereit. Eine Alternative zur Waschmaschinentrommel ist zum Beispiel ein Topf aus Terrakotta-Ton. Und den könnt ihr auch genauso wie die Waschmaschinentrommel eingraben. Und der Vorteil ist eben, durch die Oberfläche und durch die Wand des Topfes dringt Feuchtigkeit nach innen. Es ist dunkel und kühl und da könnt ihr genauso gut euer Wurzelgemüse lagern. Eine andere Möglichkeit, wie ihr eure Erdmiete machen könnt, zeige ich heute. Ich bin bei einem Freund zu Besuch und er hat sich ein Betonrohr vom Baustoffhandel eingegraben. Das Rohr hat ungefähr einen Durchmesser von 45 cm und hat eine Länge bzw. Höhe von 70 cm. Unten hat er Kies und Splitt eingefügt, damit das Wasser abläuft und dass es keine Staunässe gibt. Um die Kartoffeln vor Kälte zu schützen, hat er eine alte Decke genommen und in einen Sack eingewickelt und ein altes Handtuch dazu gepackt, damit es oben eine kleine Isolierschicht bildet. Wenn ihr die schicke Variante wählen wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch einen Naturkeller bauen. Wir haben uns vor ein paar Jahren einen Naturkeller in den Garten gebaut, weil wir in einem modernen Haus wohnen, in dem die Keller warm sind und trocken. Ja, das sind Wohnräume im Grunde und deswegen haben wir uns im Garten den Naturkeller angelegt. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Gewölberaum mit Vollziegel gemauert, damit Feuchtigkeit auch nach innen dringen kann und so hält das Gemüse und die Lebensmittel halten sehr lange. Ich habe mich damals entschieden, unten in den Boden noch eine Miete zu machen. Die zeige ich gleich mal, weil ich dachte, dass ich unten in der Miete im Naturkeller die Kartoffeln lagern kann und im Keller selbst dann die Äpfel. Äpfel und Kartoffeln vertragen sich nicht gut, weil die Ausdünstungen der Äpfel dazu führen, dass die Kartoffeln treiben. Im Naturkeller ist es so, dass ich unten die Zuluft habe und oben die Abluft und dann dachte ich, dass durch die Zuluft unten und die Abluft oben, dass dann die Ausdünstungen der Äpfel abtransportiert werden und ich somit die Kartoffeln unten lagern kann. Das hat nicht funktioniert. Die Kartoffeln haben schon vor Weihnachten angefangen zu treiben und deshalb werde ich jetzt im nächsten Winter versuchen, ob ich Karotten oder anderes Wurzelgemüse, Schwarzwurzeln, rote Beete, ob sowas zu lagern funktioniert. Die Kartoffeln werden definitiv draußen in der neuen Erdmiete dann gelagert werden. Nun habe ich euch ein paar Möglichkeiten gezeigt, wie ihr eure Ernte in der Erde einlagern könnt. Natürlich gehören da noch andere Themen dazu, zum Haltbarmachen und zum Lagern, wie zum Beispiel das Trocknen oder auch Fermentieren, ja, Sauerkrautherstellung zum Beispiel. Wichtig ist und das Tolle ist, dass es alles ohne Strom funktioniert und das ist wichtig, wenn wir autark leben wollen. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, wie wir Erdmieten herstellen können, dann könnt ihr das gerne
in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich. Und nun wünsche ich euch viel Erfolg bei der Umsetzung und beim Installieren eurer Erdmieten.